sie sind zurück, sie sind vollkommen neu und es gibt kein Entkommen. Und damit Servus zu diesem heutigen Video. Wie manche von euch wahrscheinlich schon vermuten, geht es heute um die neuen Twilight King für Kings of War. Die sind ja nun endlich in die Vorbestellung gegangen und ich habe ja da eine kleine Vorgeschichte mit dieser Armee. Denn als ich in Kings of War einsteigen wollte, das erste Mal, beziehungsweise so in Richtung Ende 2. Edition, Anfang 3., als eben das Thema bei mir aufgekommen ist, Kings of War mal anzufangen oder reinzusehen, hatte ich irgendwie das Interesse durch die früheren Dunkelelfen von Warhammer Fantasy, die ich persönlich angefangen hatte, mal vor Jahren, das muss irgendwann Ende so um 2010 herum gewesen sein, schätze ich mal, als ich damit gestartet bin, oder sogar noch früher, vermute ich mal. Und die Armee habe ich aber nie aufgebaut und das ist halt dann immer wieder so im Hinterkopf gewesen. Und vom Stil her haben mir da die Twilight King eben von Kings of War sehr gut gefallen. Was ich mir überlegt hatte, dann als Erstarmee anzufangen, auch schon in früheren Editionen. Angefangen habe ich aber ja mit Kings of War dann erst in der 3. Edition und zu dem Zeitpunkt waren ja die Figuren dann nicht mehr erhältlich. Es war zwar, glaube ich, am Anfang noch so, dass die Armee spielbar war, aber eben keine Figuren mehr verfügbar gewesen sind, sondern man musste, wenn man die Armee spielen wollte, eben auf Alternativen zurückgreifen. Daran war ich aber nicht so sehr interessiert, da ich eben Figuren von Mantic verwenden wollte, vor allem für meine erste Kings of War Armee. Und daher habe ich das Projekt dann eben auf Eis gelegt, damit dann eben meine Northern Alliance schlussendlich dann begonnen. Aber nun ist es eben so weit und die Twilight Kings sind zurückgekommen mit einem komplett neuen Regelset, mit komplett neuen Figuren. Einiges auch aus Plastik eben dabei, wie wir es mittlerweile schon gewohnt sind von Mantic. Und das freut mich natürlich besonders jetzt. Ich werde auch da gleich drauf eingehen, wie das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen hier aussehen könnte für mich, was die Twilight King eben angeht. Grundsätzlich, wie gesagt, haben wir hier jetzt die Twilight King in einer neuen Fassung bekommen. Eine Variante, die mir persönlich ehrlich gesagt sehr gut gefällt, mit dem, was gemacht wurde. Die ganzen Figuren gefallen mir im ersten Moment persönlich sehr gut, auch wenn ich sagen muss, ich habe mir jetzt die Bilder ein bisschen angesehen und dort kommt das vielleicht nicht ganz so gut drüber, wie es am Anfang gewirkt hatte auf den Renderbildern, die ich so gesehen habe, wie ihr vermutlich auch alle. Auf alle Fälle könnt ihr, wenn ihr euch für die Armee interessiert oder wenn ihr vielleicht gesagt habt, so wie ich auch, ihr habt in der Vergangenheit mal Warhammer gespielt und Dunkelelfen und das wäre vielleicht eine Richtung, die ihr euch vorstellen könnt, mit Kings of War anzufangen, in diese Richtung zu gehen, mit aber einem eigenen Spin, dann schaut es euch vielleicht mal um auf der Webseite von Mantic Games. Vor allem sind jetzt eben im Store die Produkte zu den Twilight King zu finden, wo ihr alles vorbestellen könnt. Und wie natürlich üblich, man hat hier das Übliche bekommen. Wir haben eine Ambush-Box, die jetzt natürlich schon eigentlich Voraussetzung schon gewesen ist, dass man die sicher bekommen wird. Für die Twilight King, auch die ist gekommen. Dann eben wieder üblich die Army Box und Mega Army Box zusammen mit eben noch verschiedenen anderen weiteren Boxen. Die Grundarmee oder beziehungsweise die Grundeinheiten, die man so spielen werden kann, sind alle auch aus Kunststoff. Also auch der Großteil von dem, was man in den Army-Boxen drinnen bekommt, wird Kunststoff sein. Eben alles so, wie es wir mittlerweile jetzt gewohnt sind aus den letzten Jahren mit den neuen Armeen, die Mantic für Kings of War herausgebracht hat. Und was mir schon aufgefallen ist, was ich sehr schön finde, das habe ich auch mal in anderen Videos schon gesagt, dass hier nun auch ein Booklet dabei ist, eben anscheinend sogar wieder, wie bekannt, 2 Booklets, wie wir es schon aus den anderen Starter-Sets gesehen haben. Ich werde euch hier mal eines davon verlinken, falls euch das Ganze interessiert. Dort habe ich eben gesagt, beziehungsweise dort haben wir gesehen, dass hier 2 Booklets dabei sind, einmal mit ein bisschen Hintergrund zur Fraktion und eben Zusammenbauanleitung
und das zweite Booklet mit den Grundregeln für Kings of War. Und das haben wir hier jetzt auch anscheinend, zumindest lasst es die Bilder vermuten und Infos, die ich so gesehen habe, dass wir das auch in sämtlichen Einsteigerboxen bzw. Army-Boxen für die Twilight Kin ebenfalls jetzt haben. Was ich sehr schön finde, da es ganz einfach einem Neuling bei Kings of War den Einstieg leichter macht, weil einfach alles in einer Box dabei ist, was man braucht, um die Figuren zusammenzubauen und dann auch die ersten Spiele machen zu können. Aber jetzt einmal genug auch von den Twilight Kin im Allgemeinen und von meinem kleinen Hintergrundausflug, was die Vergangenheit mit den Twilight Kin bei mir betrifft. Jetzt mal eine ganz kleine Info, wie könnte es hier auf dem Kanal mit diesem Thema weitergehen? Ich habe mir ja damals zum Einstieg in die 3. Edition, als ich mit Kings of War begonnen habe, die damalige noch immer, glaube ich, verfügbar oder mittlerweile, glaube ich, ausgetauschte, tatsächlich Shadows in the North, 2-Spieler Starterbox hier gekauft. Dementsprechend habe ich ja noch die zweite Armee, denn die Offene Alliance sind ja meine Kings of War Armee sozusagen, die ich aufgebaut habe oder noch am Aufbauen noch bin. Und aber die Nightstalker sind nach wie vor noch umgebaut. Die sind auch alle hier in dieser Box drinnen, zusammen auch noch mit tatsächlich anderen Sachen, so Kleinigkeiten, die ich hier ebenfalls noch für die Nightstalker besitze. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Nightstalker zusammen mit den Twilight Kin durchaus verwendet werden können, mit gewissen Einheiten. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, denn was das jetzt bedeutet von meiner Seite, ich werde mal abwarten, bis wir die Armeeliste der Twilight Kin haben. Dann werde ich mir das Ganze mal anschauen, wie man das Ganze kombinieren könnte. Meine Idee war hier ein bisschen eben die Figuren aus dieser Box hier zu nehmen, wenn man die Möglichkeit dazu hat und vielleicht langsam anzufangen, eine Nightstalker-Armee aufzubauen und diese dann aber immer weiter in Richtung Twilight Kin gehen zu lassen. Oder zumindest mal, wenn ich direkt mit den Twilight Kin starten würde oder werde, dass ich dann trotzdem mit dieser Box anfange, wenn möglich, und eben diese Figuren, vor allem eben die Butchers, die man ja auch verwenden kann, soweit ich das gesehen habe bei den Twilight Kin, dass ich damit starte als den Beginn der Armee und dann zum Beispiel eben eine dieser Starterboxen, sehr wahrscheinlich die Mega Army Box mir zulege, um auf diese Art und Weise dann voll und ganz in die Twilight Kin einzusteigen. Das ist auch ein Thema, das mich noch einmal zurückbringt aufs Allgemeine bezüglich, wenn ihr mit Kings of War, mit den Twilight Kin starten möchtet, vielleicht die Empfehlung, macht es über diese Starterboxen, die eignen sich eigentlich immer ganz gut, vor allem jetzt, wo diese Regelbooklets auch mit dabei zu sein scheinen, denn ihr bekommt hier einfach alles, ihr habt für einen guten Preis eine kleine Armee oder mit der Mega Army Box schon etwas mehr, wird natürlich nicht eine vollständige Armee sein mit 2200, 1300 Punkten, aber zumindest schon einen sehr, sehr guten Start. Und man sieht ja auch immer bei den Armeelisten auf den Turnieren, die man so Battle Report mäßig auch sieht, hier auf YouTube, diese Einheiten, die dort zu finden sind, werden ja nach wie vor auch gespielt oder grundsätzlich gespielt. Es sind jetzt eigentlich keine Einheitenleichen, die hier irgendwie in diesen Boxen zu finden sind, die man am Anfang sich vielleicht zulegt, um mal ins Spiel reinzukommen und dann nie wieder spielt. Daher finde ich nach wie vor, dass eben diese 2-Spieler-Starterboxen wie diese hier, aber auch generell alle Army-Boxen und Mega-Army-Boxen sich im Großen und Ganzen dann doch sehr, sehr gut weiterhin eignen, um in Kings of War anzufangen oder eben eine neue Armee aufzubauen. Und genau aus diesem Grund werde auch ich das Ganze so anlegen, wie schon gesagt, für meine Twilight Kin. Ich habe sie jetzt wieder etwas ausgegraben, weil ich sie, wie gesagt, vorhin als Ursprungsarmee eigentlich starten wollte für Kings of War, die Figuren dann aber nirgends bekommen habe. Und das wird sich hier jetzt vermutlich mit der neuen Figurenrange ändern. Ich muss noch schauen, wie ich das Ganze anlegen werde. Vermutlich wird es ein längeres Projekt wird, das ich dann ein bisschen hier auf YouTube auch mitverfolge, wo immer wieder Videos kommen werden, wie der Progress aussieht, was ich mir gerade überlegt habe, woran ich gerade arbeite oder eben auch, wenn es dann um den Start geht,
wie meine Gedanken zur Armeeliste sind und was ich hier am Anfang vielleicht aufbauen werde und aufbauen möchte für diese ersten vielleicht 500 oder 1000 Punkte Twilight Kin. Ich werde euch hier jetzt auf alle Fälle noch ein Einstiegsvideo für Kings of War verlinken, denn vielleicht hat der eine oder andere von euch das Video bis hierhin gesehen, spielt aber noch gar kein Kings of War und ist jetzt aber interessiert, und dann kannst du dir eben dieses Video gerne als nächstes ansehen.